So, und wir sind live. Hallihallo, herzlich willkommen, wer auch einmal gerade zuschaut. Ich habe keine Ahnung. Es ist Freitagnachmittag und ich wollte noch mal kurz online gehen, weil ich einen Tipp habe, der vielleicht für den einen oder anderen für euch interessant ist. Problem ist, ich bin momentan relativ erkältet, deswegen kann ich schwer sprechen und muss ab und zu mal einen Schluck trinken, was ich hiermit auch gleich erledigt haben möchte. Ja, worum geht's heute? Wenn ihr neben eurer Fotografie auch noch auf YouTube unterwegs seid, als sogenannter Creator und Videos auf YouTube einstellt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass es nicht unbedingt damit getan ist, dem Ding einfach einen Titel und einen Dateinamen zu geben und dann das einfach online zu stellen und dann geht der Erfolg von alleine los. Sondern YouTube möchte gerne, dass wir das Video vernünftig vertaggen, dass wir Keywords finden und auch ein Fokus-Keyword haben, was möglichst auch im Titel wieder auftauchen soll. Also im Grunde genommen eine Search Engine Optimierung vornehmen, Search Engine Optimierung vornehmen, so wie es auch bei der normalen Google-Suchmaschine gang und gäbe ist, denn YouTube ist ja inzwischen die zweitgrößte Suchmaschine im Netz. Und genau für diese SEO-Arbeit für YouTube-Videos gibt es jetzt ein Tool, was ich entdeckt habe. Und zwar ist das Tool Tubics. Ich habe da mal was vorbereitet. Und dieser Link, den ihr da seht, das ist ein Affiliate-Link. Wenn ihr den anklickt, dann landet ihr auf dieser Seite. Und wenn ihr das euch anschaffen solltet, kommt ein kleiner Teil davon zu meinem Kanal zurück und hilft mir dabei, ja, diese Sachen weiterhin so schön zu machen, wie ich sie hoffentlich auch in Zukunft machen kann. Ja, Tubics, das ist das Tool, um das es heute geht. Wenn ihr diesen Link anklickt, landet ihr bei der Seite AppSumo. AppSumo ist eine Plattform, die solche Deals anbietet. Was sind das für Deals? In diesem Fall sind es Lifetime-Deals. Das heißt, ihr bezahlt einmal und habt dann quasi lebenslang Zugriff auf dieses Tool im Netz. Das ist vielleicht nicht so lang wie euer Leben geht, aber zumindest so lang wie dieses Tool am Leben ist, beziehungsweise live im Netz ist. So lange könnt ihr es dann auch benutzen. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, ihr müsst es nicht, wie das normalerweise üblich bei diesen Tools ist, monatlich buchen für einen bestimmten Betrag, den ihr dann jeden Monat neu bezahlen müsst, sondern ihr zahlt einmal einen relativ niedrigen Betrag und könnt es dann die ganze Zeit nutzen. Warum machen die das? Nun, meistens sind es Plattformen, die vielleicht gerade vorhaben zu expandieren und schnell möglichst viele neue User haben wollen, damit sie testen können, wie ihre Plattform unter Last funktioniert. Oder es sind überhaupt Startups, die erstmal bekannt werden wollen und sich sagen, wir holen erstmal möglichst viele User rein, dass wir erstmal Nutzer haben, damit wir auch lernen können, wie unser Tool ja, funktioniert, was wir verbessern können. Und so ist es auch hier. Tubics ist eine Plattform, die in Österreich hergestellt wird. Und ja, die suchen jetzt neue User, weil sie ihre Plattform auch weiterentwickeln wollen. Das heißt, ihr kauft hier ein Produkt, was auch noch so ein bisschen in der Entwicklung ist, wo noch weitere Features dazukommen und was sich ja hoffentlich dann in der nächsten Zeit noch weiter entwickeln wird. Also schauen wir uns doch mal an, was dieser Deal sagt. Ich schalte euch mal eben da zu, damit ihr das auch seht. Also Tubics, man kauft sogenannte Codes bei AppSumo und dieser Code startet bei $39. Das heißt, für $39, die bezahlt ihr einmal und dann könnt ihr mit diesem Dienst loslegen. Schauen wir mal, was es hier für verschiedene Möglichkeiten gibt. Ihr könnt also sozusagen einmalig diesen Code bezahlen, dann könnt ihr das Tool nutzen für 2 YouTube-Kanäle. Ihr könnt die 50 letzten Videos von euch optimieren. Und ihr könnt 50 Keywords tracken. Also Keywords sind sozusagen Suchbegriffe, die ihr bei euren Videos eingebt und wo ihr dann verfolgen könnt, wie das Ranking eures Videos in Bezug auf andere Suchvorgänge bei YouTube ist. Das kann ich euch gleich nochmal etwas genauer zeigen. Auf jeden Fall, ich denke mal, für den normalsterblichen YouTuber ist das auf jeden Fall genug. Dann gibt's hier eben, kann man diese Codes sozusagen stapeln. Das heißt, ihr zahlt dann die gleiche Summe nochmal on top und bekommt dann mehr Möglichkeiten. In diesem Fall heißt das Agency-Plan, dann könnt ihr 5 YouTube-Channels benutzen, könnt eine unlimitierte Anzahl an Videos optimieren und könnt bis zu 200 Keywords tracken. Und ja, so geht es eben weiter. Ihr könnt nochmal bezahlen, dann kriegt ihr weitere Kanäle dazu und noch mehr Keywords und so geht es halt nicht unendlich, aber ich glaube in diesem Fall 3 oder 4 Codes könnt ihr kaufen. Wie gesagt, für mich reicht erstmal der eine, weil ich habe nur einen Kanal.
und ich habe auch noch nicht mal 50 Videos hochgeladen. Insofern ist das für mich goldrichtig. Und ich finde, wenn man mal überlegt, was so SEO-Tools oder auch andere Web-Tools in der Regel kosten, da zahlt ihr alleine schon im Monat in der Regel irgendwas zwischen 10 und 50 Dollar oder manchmal auch mehr, kommt ein bisschen auf den Dienst an. Und wer ein bisschen mit YouTube vorankommen will und vielleicht auch ein bisschen Spaß dran hat, ich finde, da sind jetzt 39 Dollar nicht so die Wahnsinnsinvestition. Ich habe es mal gemacht, ich will es mal beobachten und mal schauen, was daraus wird. Ja, wie gesagt, ihr könnt es direkt hier bei AppSumo erwerben. Und wenn ihr das dann getan habt, dann meldet ihr euch einfach mit eurem YouTube-Account direkt dort an. Und dann seht ihr hier sozusagen auch gleich das Dashboard. So sieht das Ganze dann aus. Und ihr seht, ich habe hier so einen Score. Das ist sozusagen das globale Rating für meinen YouTube-Kanal. Und der ist, naja, bei 68% oder bei 68 Punkten von 100. Da ist also noch ein bisschen Optimierungsbedarf nach oben. Das war mir aber letztlich auch bewusst, denn die wirklich sehr, sehr alten Videos auf meinem Kanal, die sind natürlich alle überhaupt nicht optimiert. Also da ist noch ein bisschen Arbeit vor mir. Also was macht Tubics jetzt eigentlich? Tubics macht eigentlich kein Management eurer Videos, so wie das zum Beispiel TubeBuddy macht oder auch vidIQ, falls ihr diese Tools kennt. Das sind Management-Tools, mit denen ihr eure Videos wirklich organisieren könnt auf der Plattform. Tubics ist im Grunde genommen, ja, macht eben diese SEO-Optimierung, damit eure Videos organisch bei YouTube gefunden werden. Das heißt, ihr müsst eben nicht dafür bezahlen, dass eure Videos gefunden werden, sondern durch diese SEO-Optimierung werden die Videos eben organisch gefunden, weil sie eben häufiger auch zum Beispiel in der Suche auftauchen. Und da gibt es eben auch einen bestimmten Plan, so wie bei Websites eben auch, was man zu tun hat, damit ein möglichst gutes SEO-Ranking zustande kommt. Genau. Also am Dashboard könnt ihr eben sehen, euer globales Ranking. Ihr könnt sehen, wie die Videos von euch in der letzten Zeit gelaufen sind. Hier zum Beispiel die letzten 90 Tage. Da sind auch manchmal so Peaks, da habe ich wahrscheinlich gerade ein Video online gestellt. Und dann geht es auch mal ein bisschen höher. Danach flacht es dann meistens relativ schnell ab. Aber da will ich ja gerade so ein bisschen gegen anarbeiten. Genau, dann geht es hier weiter mit der Videoseite. Da sind quasi all eure Videos gelistet über mehrere Seiten, wenn ihr mehrere habt, die ihr dann hier direkt optimieren könnt. Ihr könnt hier sehen, die diesen grünen Streifen haben, die sind bereits optimiert, und die noch einen roten Streifen haben, da ist noch ein bisschen was zu tun. Gehen wir doch mal auf ein Video, was noch optimiert werden muss. Ihr seht, ich war schon fleißig. Hier zum Beispiel ein Reisebericht aus der Schweiz. Wenn ich da raufgehe, dann wird mir gesagt, dass mein Fokus-Keyword nur aus einem Wort besteht, nämlich Switzerland. Und das ist heutzutage ein bisschen wenig. Im Grunde genommen soll dieses Fokus-Keyword schon beschreiben, was man eigentlich genau in dem Video sieht. Das heißt, hier müsste ich ein bisschen längeren Text eingeben und dann wäre diese Sache auch schon erledigt. Ich kann aber auch zum Beispiel einfach ein Keyword, was hier weiter unten in der Liste ist, nach oben schieben und als neues Fokus-Keyword bestimmen, indem ich es einfach ganz oben auf die Liste setze. Und dann, ja, dann ist sozusagen diesem Punkt Genüge getan. Ich kann das dann abspeichern und zum nächsten Punkt gehen. Und da wird mir eben gesagt, dass dieses Fokus-Keyword nicht in meinem Titel auftaucht. Das heißt, ich kann es dann hier noch in diesen Titel übernehmen und sinnvoll in den Text einbauen, sodass dann das Ganze immer mehr SEO optimiert wird. Und das Schöne dabei ist eben, dass dieses Tool mir dabei hilft, mir genau sagt, was ich tun muss, und ich eben anhand dieser Informationen meine Videos weiter optimieren kann. Wenn ich das getan habe, dann habe ich noch die Möglichkeit, ein neues Thumbnail zu generieren, was eben dann auch dafür sorgt, dass die Videos auffälliger werden, wenn es eben ein vernünftiges Thumbnail gibt. Es soll eben in Zukunft auch noch die Möglichkeit geben, A/B-Split-Testing zu machen, dass ihr sozusagen zwei Thumbnails gegeneinander testen könnt eine gewisse Zeit lang, um dann festzustellen, welches Thumbnail am besten läuft. So, also ganz grob die Optimierung für die Videos. Dann gibt es eben die sogenannte Audit Page. Da wird eben euer Kanal angeschaut und anhand der Optimierung, die ihr weiterhin vornehmt, wird eben das Score dann wahrscheinlich weiter nach oben gehen, je mehr Optimierungen ihr habt.
Dieses Ranking wird, glaube ich, alle 24 Stunden einmal ausgelesen, so dass ihr dann auch einmal täglich checken könnt, inwieweit eure SEO-Arbeit euch da auch wirklich vorangebracht hat. Das heißt, wenn ihr nachher einen Channel habt, der grundlegend optimiert ist und einen Score von, keine Ahnung, 90, 95, 100 habt, dann habt ihr also alles dafür getan, dass eure Videos eben auch organisch bei YouTube gut gefunden werden. Hier ist eben ein Tool, was sehr, sehr gut ist, das sogenannte Ranking-Tool. Hier könnt ihr zum Beispiel Fokus-Keywords eingeben. Frieda meldet sich gerade im Chat. Hallo Frieda, dass ausgerechnet dich dieses Thema interessiert, hätte ich nicht gedacht, aber ich freue mich natürlich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hier kann ich zum Beispiel Fokus-Keywords eingeben und kann eben sehen, wenn ich zum Beispiel dieses Fokus-Keyword Jakarta Hidden Tour nehme, das ist ein kleiner Film, den ich mal in Indonesien gedreht habe, dann sehe ich, dass unter diesem Keyword mein Video hier als erstes angezeigt wird. Das ist natürlich schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und andere Videos mit anderen Keywords, die ranken dann so bei 38 oder 13. Das ist jetzt auch nicht besonders gut, aber eben auch nicht so besonders schlecht, denn es werden auch nur die ersten 50 Rankings angezeigt. Wenn euer Video da also keine Nummer kriegt, dann ist es eben auch unterhalb der 50, unterhalb dieser 50 besten Videos unter diesem Suchbegriff. Das heißt, hier könnt ihr sehen, wie gut eure Videos im Verhältnis zu anderen Videos ranken, wenn dieses Fokus-Keyword eingegeben wird. Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Beobachtungsmöglichkeit, um eben auch zu schauen, ob eure Keywords funktionieren. Und solche Researches oder solche Untersuchungen sind normalerweise in anderen Tools schon relativ teuer. Insofern ist das ein ziemlich guter Deal, finde ich. Und dann könnt ihr eben noch, wenn ihr Videos eingebt, hier euren Videotitel eingeben. Das heißt, wenn ihr neue Videos produziert, könnt ihr hier einen Titel eingeben. Zum Beispiel mein Autotest. Und dann könnt ihr schauen, welche Keywords euch dazu angeboten werden. Das heißt, dieses Tool sucht eben auch für euch Keywords raus, die ihr dann in eurer Videobeschreibung direkt nutzen könnt und ihr müsst nicht immer aufwendig losgehen und Keywords suchen. Ihr könnt die dann auch hier natürlich rauslöschen, eigene Keywords eingeben. In diesem Fall könnt ihr sie kopieren und dann direkt in eure Videobeschreibung einpflegen. Ja, so viel zu Tubics. Ich finde, es ist eine ganz coole Sache. Weil es eben auch, wie gesagt, durch diesen Lifetime-Deal eine relativ günstige Angelegenheit ist. Und ja, wenn euch das interessiert, würde mich freuen, ob ihr eine Meinung dazu habt. Ich schaue jetzt mal eben, ob hier im Chat noch irgendwas passiert ist, aber ich glaube, im Moment ist das nicht der Fall. Ich schaue gerade mal. Nein, offensichtlich nicht. Gut. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt und ja, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Habt ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao.